Der Simca fährt mit dem stolzen Titel Auto des Jahres auf unseren Straßen. Gewählt von einem halben Hundert Journalisten aus ganz Europa. Solcher Lorbeer muss natürlich erst verdient sein und tatsächlich besticht der Simca durch saubere Linien, durch eine klare Karosserieform und vor allen Dingen durch eine technische Grundkonzeption, die sich in dieser Kategorie bereits bestens bewährt hat. Unser Testobjekt Simca 1308 GT. In diesem Auto stecken schon all jene kleinen Verbesserungen und Änderungen, die so im Laufe eines langen Autolebens in die Serie einfließen. Also sozusagen ein Automobil des Jahres 1977. Simca 1308 GT, 1442 Kubikzentimeter, 85 PS, Preis rund 13.700 Mark. Die französische Automobilindustrie hat sich in vielen Jahren den Ruf erworben, besonders komfortable Automobile zu pflegen. Der Simca führt diese Tradition fort, obwohl, und dies sei nur der guten Ordnung halber vermerkt, er heute ein Produkt des amerikanischen Konzerns Chrysler ist. Die langhubige Federung kompensiert kurze Fahrbahnstöße vollauf zufriedenstellend, lange Bodenwellen allerdings mag der Simca weniger. Da gerät er unvermittelt in störende Schwingungen. Im Übrigen macht die Fahrwerkskonstruktion den Simca zu einem verträglichen Partner. Der Frontantriebler untersteuert leicht, das bedeutet, dass in Grenzbereichen das kurvenäußere Vorderrad zuerst wegschiebt. Eine für Front angetriebene Fahrzeuge typische Verhaltensweise. Das Fahrverhalten verdient sich insgesamt die Note gut. Diese Feststellung lässt sich leider nicht auf die Lenkung übertragen, die eine kräftig zupackende Hand verlangt und die so viel Kraftaufwand erfordert, dass sich das ansonsten vernünftige Fahrverhalten überdurchschnittlich beeinträchtigt sieht. Den Motor haben die Franzosen vernünftigerweise und einem Trend dieser Klasse folgend quer eingebaut. Quer und vor der Vorderachse. Die Maschine selbst wurde aus der Reihe der jahrelang gebauten 1100 Kubikzentimeter Aggregate entwickelt und gibt ihre Höchstleistung von 85 PS bei 5600 Umdrehungen ab. Diese 85 PS machen aus dem Simca zwar kein Kraftpaket, verhelfen ihm aber zu akzeptablen Leistungswerten. Beschleunigungsmessung von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde. (12,9 Sekunden). Ein Blick auf die Konkurrenz. Fiat 132 GLS 11,0 Sekunden. Simca 1308 GT 12,9 Sekunden. Ford Capri 2 GT 13,6 Sekunden. Opel Manta 1800 13,8 Sekunden. Audi 100 1,6 Liter 13,9 Sekunden. Der Simca 1308 GT hat zwar eine auf Sportlichkeit hindeutende Zusatzbezeichnung, GT so viel wie Gran Turismo, aber dies kann keinesfalls bedeuten, dass seine Väter ihn in der Kategorie der Exklusiven ansiedeln wollten. Viel eher liegt der Schluss nahe, dass mit den beiden Buchstaben GT klargemacht werden sollte, dass es sich dabei um das Spitzenmodell einer bestimmten Baureihe handelt.
Das Platzangebot des Simca 1308 ist reichlich bemessen. Ebenso seine Innenausstattung, die eine ganze Reihe nützlicher Beigaben enthält. Schon in der Serie versteht sich also ohne Aufpreis. In dieser Beziehung ist die in Werbeprospekten so oft missbrauchte Behauptung einer reichhaltigen Ausstattung voll gerechtfertigt. Dem Simca wurde ein variabler Kofferraum von guten Ausmaßen mit auf den Weg gegeben. Er lässt sich in praktischer Weise variieren und durch Umklappen der hinteren Sitzlehnen zu einer beträchtlichen Ladefläche vergrößern. Geräuschmessung. Bei 100 Kilometern Geschwindigkeit auf trockener Betonfahrbahn entwickeln sich im Innenraum des Wagens 76 Phonen. Dabei überwiegen die mechanischen Geräusche. Die strömungsgünstige Karosserieform reduziert die Windgeräusche auf ein Minimum. 1442 Kubikzentimeter und 85 PS. Das ist eine beachtliche PS-Zahl pro Kubikzentimeter. Die kleine Maschine muss offensichtlich sehr hart arbeiten, um diese Leistung zu produzieren. So spricht der Motor eine raue Sprache. Unüberhörbar faucht er alle möglichen Geräuschfrequenzen in den Innenraum und dies in einem Umfang, dass man sich nicht nur bei längeren Reisen belästigt fühlt. Wenn aus knapp 1500 Kubikzentimetern eine Leistung von 85 PS herausgeholt wird, so bedingt dies in den meisten Fällen ein hohes Verdichtungsverhältnis mit der Maßgabe, dass Superkraftstoff getankt werden muss. So auch beim Simca 1308 GT. Die Verbrauchswerte. Auf der Autobahn bei zügigem Tempo, Durchschnitt etwa 120 Kilometer pro Stunde, 10,8 Liter pro 100 Kilometer. Kurzstreckenverkehr 12,2 Liter. Landstraße 11,8 Liter pro 100 Kilometer. Das ergibt einen Testverbrauch von 11,9 Litern. Das ist ein durchschnittlicher Wert, der durch einen Tankinhalt von 60 Litern beachtlich bereichert wird. So kann man rund 550 Kilometer ohne Tankpause zurücklegen. Verbrauchsvergleich mit der Konkurrenz: Audi 100 1,6 Liter, 10,2 Liter pro 100 Kilometer. Fiat 132 GLS 11,8 Liter. Simca 1308 GT 11,9, Opel Manta 1800 12,2, Ford Capri 2 GT 12,5. Ein Wort zur Schaltung. Die Übersetzungsverhältnisse sind gut abgestimmt. Die Schaltung selbst lässt an Exaktheit zu wünschen übrig und ist ein Punkt, dem man nur schnelle Besserung wünschen kann. Messung der Höchstgeschwindigkeit. 166 Kilometer pro Stunde. Das ist sicher ausreichend und macht den Simca für lange Autobahnfahrten zu einem schnellen Reisewagen. Kältetest. Es herrschen die üblichen Bedingungen, nämlich 15 Grad minus, auf die der Wagen bis in den letzten Winkel unterkühlt ist. Der Simca ist noch mit einer manuellen Starthilfe, dem Choke, ausgerüstet. Dies ist ein Behelfsmittel aus vergangenen automobilistischen Tagen, aber es verhilft dem Simca zu mühelosem Anspringen. Heizung und Luftzufuhr funktionieren ebenso einwandfrei, wie sich im Test der Seitenwindempfindlichkeit die Vorzüge eines frontangetriebenen Wagens wieder einmal mehr bestätigen. Das Fahrzeug durchfährt mit 100 Kilometern Geschwindigkeit eine Messstrecke von 32 Metern Länge. Auf dieser Messstrecke wird der Wagen im rechten Winkel mit einer Luftgeschwindigkeit von ebenfalls 100 Kilometern angeblasen. Für die Messung der Reaktion ist es notwendig, nicht gegenzulenken. Abweichung 1,90 Meter, auch bei starkem Wind also beim Simca keine Probleme.
Auch in diesem Testpunkt hat sich wiederum bestätigt, dass die technische Grundkonzeption stimmt und moderner Automobiltechnik entspricht. Das Gleiche lässt sich zum Bremsverhalten und den ermittelten Verzögerungswerten feststellen. Scheibenbremsen vorne, Trommeln hinten, insgesamt eine Bremsanlage, die keinen hohen Kraftaufwand erfordert und für mühelose und angemessene Verzögerung sorgt. Nach einer Vollbremsung aus 100 Kilometern Geschwindigkeit steht der Simca nach 52 Metern und 10 Zentimetern. Und nun kommen wir zu einem Kapitel, das deutlich zeigt, wie sehr ein an sich gut konstruiertes Auto unter mangelnder Sorgfalt leiden kann. Nur ein paar Beispiele, keineswegs eine Komplettierung unserer Eindrücke. Zum Beispiel die Türschlösser. Sie funktionieren sozusagen nur nach Lust und Laune. Oder der Schalthebel. Er vibriert nach allen Richtungen mit Ausschlägen von einigen Zentimetern. Die Sitze haben keine Seitenführung und sind außerdem an allen orthopädischen Erkenntnissen vorbeikonstruiert. Außerdem klappern sie, wie man überhaupt in diesem Automobil von den verschiedensten Geräuschen heimgesucht wird. Aber der Gipfel der Gedankenlosigkeit ist ganz ohne Zweifel die Anordnung der Schalter für die elektrischen Fensterheber. Ich werde Ihnen das mal zeigen. Das sieht so aus. Das ist natürlich nicht nur außerordentlich unpraktisch, sondern auch gefährlich. Dieser Typ kam vor einem Jahr auf den Markt und wurde in der Bundesrepublik bisher mehr als 30.000 Mal verkauft. Das ist eine stolze Zulassungszahl, die zumindest eines klar unterstreicht. Der Simca 1308 macht einen gefälligen Eindruck. Er kommt an, wie das so schön heißt. Offenbar ist eine beachtliche Käuferschicht bereit, über gewisse Mängel großzügig hinwegzusehen. Dies sollte Chrysler jedoch keineswegs als Bestätigung dafür ansehen, dass es an diesem Automobil nichts mehr zu verbessern gebe. Unter die Kategorie der Negativpunkte fällt im Übrigen auch die mangelnde Handlichkeit des Simca 1308. Sie ist nicht nur bedingt durch die schwergängige Lenkung, sondern auch durch einen überdurchschnittlich großen Wendekreisdurchmesser, 11,80 Meter. Guten Fahrleistungen, einem geringen Verbrauch und einem großzügigen Platzangebot steht eine erstaunliche Portion ärgerlicher Details gegenüber. So macht der Simca 1308 GT einen durchaus zwiespältigen Eindruck. Das ist umso erstaunlicher, als die Mehrzahl seiner negativen Eigenschaften keineswegs im Grundsätzlichen zu finden sind, sondern beispielsweise im Bereich der Fertigung und im Bereich all jener automobilistischen Selbstverständlichkeiten, die heute wahrlich keine Geheimwissenschaft mehr darstellen. Zusammenfassung wesentlicher Messergebnisse. Beschleunigung von 0 auf 100, 12,9 Sekunden. Höchstgeschwindigkeit 166 Kilometer pro Stunde. Windabweichung 1,90 Meter. Testverbrauch 11,9 Liter pro 100 Kilometer. Bremsweg aus 100 Kilometern Geschwindigkeit 52,10 Meter. Geräuschmessung 76 Pfund. Wendekreis 11,80 Meter. Preisempfehlung 13.700 Mark.